lag mal im Krankenhaus, er hatte einen Autounfall. Der war schon ziemlich heftig, so mit 120 mit mehreren Überschlägen. Und dann sind wir so auf der Beifahrerseite liegen geblieben. Und ich bin dann zum Glück mit meiner Freundin, mit der ich zusammen zu so einem Job gefahren bin, da rausgeklettert, mitten auf der Autobahn. Also mega Glück gehabt. Und dann lag ich im Krankenhaus, ich glaube 30 Kilometer von Berlin. Und mich hat keiner besucht von meinen Freunden. Echt? Und dann habe ich da auch gerade so einen Typen gedatet. Mich nicht besucht. Mir wurde öfter mal von Frauen gesagt, in Liebesbeziehungen, Leon, ich habe das Gefühl, du hast eine Mauer um dich. So. Und das finde ich jetzt mal interessant, so von der anderen Seite zu hören. Also, dass es ja nicht nur Männer sind, sondern dass auch Frauen mauern. Surprise! Ja, das können wir Also auch. hast du dann auch schon mal von einem Mann so gehört, so dass er keinen Zugang zu dir hat? Nee, das habe ich noch nicht gehört. Haben sich nicht getraut, das zu sagen. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass das immer die dominanteste Tendenz in mir ist. Es fällt mir überhaupt nicht schwer, jemandem nahe zu sein. Es fällt mir auch nicht schwer, mich zu öffnen und private Dinge von mir zu erzählen. Aber in den Momenten, wo es für mich wirklich an die Substanz geht, da merke ich, dass dann noch diese Schutzmechanismen hochkommen. Also wenn es dir schlecht geht. Genau, wenn es mir schlecht geht. So per se, im Kennenlernen, im Kontakt, im normalen Alltag ist das gar nicht da. Ich bin auch emotional, ne? Und das nimmt man, glaube ich, auch wahr, wenn man mich so ein bisschen von meiner Arbeit kennt. Aber genau, in den Momenten, wo ich wirklich Schwäche wahrnehme, da kommt so eine Härte dazu. Oder manchmal. Ich finde das interessant, weil anscheinend taucht sowas an verschiedenen Stellen auf bei verschiedenen Menschen. Wenn ich zum Beispiel leide, dann öffne ich mich und ich bin dann auch jemand, der redet mit allen darüber. Mein bester Freund zum Beispiel gar nicht. Also der redet gar nicht darüber. Der versucht so ein bisschen sich rein. Und bei mir ist es aber eher so, dass ich, also so die ersten Dates bin ich, denke ich, relativ offen. Und dann kickt bei mir, meine ich mal, das könnte mal auf die Dynamik an, das ist ja nie nur eine Person, ne? Kickt wie so ein bisschen so eine Angst, so eine Unsicherheit, Kontrollverlust, weil Gefühle ins Spiel kommen. Gefühle kannst du nicht kontrollieren, ne? Auch Thema Bindungsangst und so, ich habe das schon öfter angesprochen hier im Podcast. Und dann mache ich, glaube ich, zu. Also dann mache ich so ein bisschen so eine Mauer um mich. Von daher, ich finde es interessant, wie sich diese Glaubenssätze an verschiedenen Stellen platzieren, so, Ja. weißt du? Ich glaube, es platziert sich da, wo es sich für dich oder für dein System nach einer Bedrohung anfühlt. Dann wäre jetzt ja eine gute Frage, warum fühlst du dich bedroht, wenn du das Gefühl hast, dir geht's nicht gut und du darfst es nicht ausdrücken? Na, wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich nicht in meiner Kraft. Das heißt, ich kann schwer für mich selbst sorgen. Ich bin jetzt angewiesen auf jemand anderen. Es ist keine gefühlt freie Entscheidung mehr von meinem Gegenüber, sondern ich brauche ihn wirklich oder sie. Und dieser Touch von Verpflichtung, der gefällt mir schon mal gar nicht. Also, dass das jetzt irgendwie so, das ist, so hat er jetzt Bock da drauf oder nicht? So, ich brauche jetzt aber jemanden. Also dieses Angewiesensein, das macht mich so verletzlich. Und was ist denn, wenn die Person sagt, ja, nee, ich will jetzt nicht für dich da sein? Dann wird es ja noch schlimmer. Dann ist ja nicht die richtige Person. Dann ist nicht die richtige Person, ja, aber was ist, wenn ich gerade niemand anderen habe? Also zum Beispiel, ich lag mal im Krankenhaus, ich hatte einen Autounfall. Und der war schon ziemlich heftig, so mit 120 mit mehreren Überschlägen. Genau, mit mehreren Überschlägen. Und dann sind wir so auf der Beifahrerseite liegen geblieben. Und ich bin dann zum Glück mit meiner Freundin, mit der ich zusammen zu so einem Job gefahren bin, da rausgeklettert, mitten auf der Autobahn. Also mega Glück gehabt. Und dann lag ich im Krankenhaus, ich glaube 30 Kilometer von Berlin. Hast noch in Berlin gewohnt damals? Genau, ich habe in Berlin gewohnt, habe meinen Master gemacht und nebenbei immer gearbeitet. Und mich hat keiner besucht von meinen Freunden. Echt? Und dann habe ich da auch gerade so einen Typen gedatet. Mich nicht besucht.
So, und meine Eltern sind dann die 400 Kilometer hochgefahren und waren sofort da. Aber dieses Gefühl, das meine ich damit. Ne? Ich brauche jetzt gerade wirklich jemanden und ich kommuniziere das auch, aber muss dann vielleicht damit rechnen, dass derjenige oder diejenige sagt nein. Vor einiger Zeit wuchs in mir der Wunsch, mein Spanisch endlich auf ein neues Level zu heben und die Sprache wirklich flüssig sprechen zu können. Am Anfang habe ich viel mit Apps experimentiert, muss dann aber schnell feststellen, um eine Sprache wirklich meistern zu können, ist echter Unterricht mit einer Lehrkraft einfach deutlich effektiver. Genau deshalb freue ich mich sehr, italki als Partner dabei zu haben, denn italki ist eine Sprachlernplattform, auf der du ganz flexibel 1:1 Stunden bei qualifizierten Lehrern oder auch Gruppenstunden buchen kannst. Das Besondere ist, dass hinter den Lehrern echte Menschen stecken, die individuell mit dir an deinen Kenntnissen und deiner Aussprache arbeiten. Mir hat das Training mit Carla sehr geholfen, denn durch ihr direktes Feedback konnte ich alle meine Fragen loswerden und habe beim Sprechen sehr viel mehr Sicherheit gewonnen. Das Ganze funktioniert völlig unkompliziert. Du suchst dir genau die Lehrkraft aus, die zu dir passt und zahlst ganz ohne Abo nur die Einheiten, die du auch wirklich in Anspruch nimmst. Als Tipp, für Schüler ist italki übrigens auch eine wunderbare Ergänzung, falls gezielt Unterstützung in einer Fremdsprache gebraucht wird. Und wenn du es selbst ausprobieren willst, mit dem Code MIND4 bekommst du 10 Euro geschenkt, sobald du Stunden im Wert von mindestens 20 Euro buchst. Den Link und den Code findest du wie immer in den Shownotes. Sichere dir das extra Guthaben und bring dein Sprachlevel auf die nächste Stufe. Ich glaube, in solchen Momenten kristallisiert sich ziemlich raus, wer sind wirklich deine Freunde. Ich hatte jetzt nicht so einen krassen Unfall, aber ich war zum Beispiel öfter im Ausland für ein paar Monate. Und bei mir hat sich da in der Zeit auch sehr gezeigt, wer ist noch da, wenn ich jetzt gerade physisch nicht am Ort bin. Und da haben sich auch einige entfernt. Und ich glaube, solche Situationen sind vielleicht schmerzhaft in dem Moment, aber selektieren auf sehr natürliche Art und Weise und auch irgendwo gut aus, Das oder? stimmt. Und wenn du in dem Moment noch die Möglichkeit hast zu selektieren und dich anders zu orientieren, dann tut's kurz weh, aber ist dann eben auch ein Moment der Klarheit. Aber ich glaube, irgendwo in mir steckt eine Angst, dass wenn ich das jetzt an Menschen, diese Bitte an Menschen richte, die fest in meinem Leben verankert sind und die dann Nein sagen, Okay. dann kann ich ja nicht sagen, okay, ciao. Ich verstehe das voll, was du sagst. Ich kann das komplett nachvollziehen und gleichzeitig denke ich mir so, Linda, so die schönste Art, die du hast, ist deine ehrliche, authentische Art. So, und wenn die jemand nicht sieht, egal ob der 2, 3, 5, 10 Jahre in deinem Leben ist, dann hat er da einfach nichts verloren, so. Oder? Ja, ist eine gesunde Einstellung und ich glaube auch, dass die Angst viel mehr in mir ist, als, Ja. ne, was damit zu tun hätte, wie jetzt mein nahes Umfeld wirklich reagieren würde. Aber es gibt anscheinend irgendeinen Anteil in mir, der da sich vor fürchtet. Ja, und der ist auch voll berechtigt und der will dich einfach nur schützen. Mhm. Ja, bei mir, wie gesagt, fängt es dann viel früher an. Also wenn ich ein Problem habe, ich teile es immer allen mit, ne? Also wirklich, wirklich. Also da habe ich zum Beispiel gar keine Angst, so, ne? Weil ich mir denke, ja gut, wenn die sich das nicht anhören wollen, dann können die mir das ja sagen. Oder, weißt du, die müssen ja nichts damit zu tun haben. Aber ich habe eine totale, ich glaube, ich war einfach als Kind sehr oft auf mich allein gestellt. Habe ja auch schon öfter erzählt, dass da auch Gewalt in der Kindheit war. Und deswegen glaube ich habe so ein bisschen einen Glaubenssatz in mir: „Allein bin ich am sichersten.“ Und wenn mir jemand schnell nahe tritt und wenn das dann noch mit Gefühlen einhergeht und Emotionen, dann habe ich das Gefühl, ich verliere jetzt die Kontrolle. Und das führt bei mir zu Angst. Zu vielleicht Angst, wieder in so eine ähnliche Situation zu kommen, wo du ausgeliefert bist, wo du nicht mehr sicher bist und all diese Dinge. Mhm. Und das ist auch ein Leidensdruck.
Weil ich finde irgendwo dein Eindruck, der kommt ja erst später. Also guck mal, du hast ja wenigstens, gehst du die Beziehung ein, so, weißt du, was ich meine? Ja. Meiner kommt schon vorher und blockiert da schon. Mhm. Und das ist nicht so einfach auch tatsächlich. Das verstehe ich. Weil du auf die Verbindung einfach kappst, bevor sie überhaupt entstehen kann, bevor überhaupt so Ängste entstehen kann ich mir das überhaupt erzählen, weil der ist ja gar nicht mehr da. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Ja, und auch da ist es komplett nachvollziehbar. Da sind Wunden. Und diese Wunden, die sind tief. Und da sagt deine Psyche, das wollen wir nicht nochmal erleben. Also ich glaube, jeder, der irgendeine Form von Gewalt erleben musste, und es ist körperliche Gewalt, aber das ist auch psychische Gewalt, das übersehen wir oft, ne? Mit Manipulation, mit Unterdrückung, mit Isolation, mit Gaslighting, mit Verdrehen von Tatsachen. Also psychische Gewalt, emotionale Erpressung spielt in der Erziehung ganz, ganz oft eine Rolle. Und es läuft so subtil und für viele Menschen gehört es auch fast schon dazu, weil sie es gar nicht anders kennen. Also da immer wieder Bewusstsein zu schaffen, wie breit leider Gewalt gestreut ist und wie viele Menschen das erleben, ist, glaube ich, total wichtig. Und ja, es dauert sehr, sehr lange, dass sich solche Muster wieder auflösen und dass man das wieder fair lernen kann. Es geht, sonst hätten wir kein neuroplastisches Gehirn. Aber ich glaube, da braucht es sehr viel Geduld mit sich.